Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und zugleich einen schönen Sonntag. Ihr wisst ja mittlerweile, dass ich die Legung, die ich morgens hier mache für euch, mittags ab 15 Uhr für die Sternzeichen anbiete. Ich habe mich heute für eine Neunerlegung entschieden. Dann gucken wir ein bisschen, was unsere innere Stimme uns sagen will. Ja, ansonsten bin ich gespannt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich lasse die Karte nur springen und deshalb dauert es vielleicht eine Weile. Also wir haben hier so ein bisschen Hindernisse in der Mitte des Blattes. Das kann jetzt in unserem Umfeld mit irgendwelchen Freunden zu tun haben oder aber auch mit erwachsenen Kindern, mit dem Thema Loyalität, Treue, Freundschaft. Vielleicht geht es darum, dass man um den einen oder anderen aus unserer Umgebung in der Vergangenheit mal die Flügel hat groß werden lassen. Das heißt, man hat so einen Aufpassposten eingenommen, man hat die andere Person geschützt. Die Freundschaften sind hier auch geschützt, so wie die Kinder oder Tiere auch. Aber irgendetwas scheint mit Hindernissen behaftet zu sein. Das kann sich hier um Menschen drehen, die haben schon eine gewisse Distanz aufgenommen oder ihr zu denen. Und die haben vielleicht auch irgendwelche Elemente, wo sie gerade selber so drauf sind, dass sie irgendetwas von irgendwem oder irgendjemand trennt. Vielleicht muss man sich selber auch bewusst machen, dass man nicht alle beschützen kann, auch wenn man es gern würde. Okay. Diese Hindernisse, die sich da anzeigen, die kommen aus dem Punkt, dass man sehr viel investiert hat. Und dass hier auch der Punkt ist, wo es gut ist. Ne? Hier hat man jemand beschützt, hier war man für jemand da, hier hat man jemand begleitet, hat sich vielleicht selber da auch Zeit weggenommen, man hat es vielleicht unter einem guten Grund gemacht, aber hier kommt so ein bisschen die Aufforderung, gucke auch nach dir, gucke nach dem Teil, den du investierst, der dich dann nachher selber blockiert. Und vielleicht nennt man es so ein bisschen ein Ausgleich zwischen Geben und Nehmen. Andererseits können sich hier auch Dinge partnerschaftlicher Art zeigen, die man hier ja, als Hindernis bekommen hat, wo jetzt die Blockaden aber auch langsam bröckeln dürfen. Kann auch um euer Gegenüber gehen. Nur es kann auch speziell um eine Situation gehen, in der man ja in der ihr sehr loyal wart und die andere Person eben beschützt hat, und das hätte man vielleicht besser in sich selber investiert. Dinge, die es zu klären gibt. Etwas nimmt wieder Fahrt auf, was als Hindernis wahrgenommen wurde. Vielleicht geht es auch hier speziell um den Bereich Kommunikation. Ja, also heute zeigt sich wirklich ein klassischer Konflikt. Der hat was mit ausgleichender Energie zu tun. Der hat was mit Geben und Nehmen zu tun. Da geht es vielleicht darum, dass man Missverständnisse hatte oder dass man es zu gut gemeint hat. Und es geht, diese Sachen zu klären und für sich selber ins Reine zu kriegen. Guckt mal, ich habe hier unten mit dem Klee und den Sternen tatsächlich die Möglichkeit, dieses zu klären, auf dem ganz kurzen Weg und auch in eine gute Richtung zu kriegen.
Vielleicht habt ihr einen Mehrwert aus diesem Konflikt, für den ihr in der Zukunft eben die Möglichkeit habt, andere Wege zu wählen. Also so ein gewisser Lernfaktor hier. Gucken wir mal, was unsere innere Stimme uns dazu sagt. Ja, es geht um Familienthemen. Es geht vielleicht auch um das Konstrukt der Familie. Wir haben hier die Kinder, das Gegenüber dabei, wo man vielleicht immer das Gefühl hat, man müsste so die Hände drüber halten und man müsste die auf ihrem Weg beschützen. Aber das können wir eben nun mal nicht in dieser Größe, wie wir es vielleicht gern würden. Und daraus entstehen dann eben Konflikte. Hier haben wir mit der Gemeinschaft sogar ein Ahnenthema. Das heißt, das kann ein Thema sein, das sich wiederholt, das man schon in der DNA hat oder wo man längere Zeit eine Wiederholung feststellt, wo man vielleicht ein Zusammen mehr haben wollte als ein Einzelgang, aber wo man eben hier an die Grenze kommt, dass man merkt, dass man andere auch mal ziehen lassen muss. Und unter dem Deck haben wir noch den Neubeginn. Das heißt, wir können hier tatsächlich eine neue Situation kreieren. Hier macht man sozusagen die Türe für etwas wieder auf. Können auch Menschen sein, die sich deshalb distanziert haben, weil man so die Hand drauf hatte. Ich kann mich erinnern, als Bernd den Schlaganfall hatte, kurze Zeit danach, hat er mal zu mir gesagt, Mensch, mach jetzt mal dein Ding und hör auf, um mich rum zu helikoptern. Also sowas alles könnte das sein. Was sagt denn der Gesang der Vögel noch dazu? Wir haben den Bienenfresser. Habe ich noch nie gehört. Ich helfe dir zu mehr Freude, Gemeinschaft und Vertrauen. Wunder kommen jetzt zu dir. Nimm sie wahr, sie sind da, entspanne dich, das Leben trägt dich. Das würde hier der Aussage schon ein bisschen beikommen mit diesem, wir können die Situation klären, etwas regelt sich auf eine Art, mit der wir vielleicht nicht gerechnet haben. Und was sagen die Signale aus dem Zauberwald noch dazu? Deine Träume sind zum Greifen nah. Wunderbar. Ich würde heute noch einen kleinen Engel draufziehen, weil Sonntag ist. Und dann würde ich auch gerne noch kurz was sagen. Also ich habe so ein bisschen einen Konflikt in mir, ob ich mal die Kommentare eine Weile abstelle oder ob ich sie abstelle, denn ich bin wirklich müde davon. Also nicht müde von eurem Schreiben, sondern von der anmaßenden Art, die halt manchmal andere haben. Zuletzt war mal ein Kommentar, benutzen Sie Textbausteine oder ziehen Sie sich das aus den Fingern? Was ist ja so pauschal? Meine Güte, das ist eine Kollektivlegung. Also natürlich könnte ich das aufklären, das mache ich nicht, dafür habe ich keine Kraft. Wenn hier jemand vorbeischneit und denkt, er kann zu irgendeinem Fachgebiet was sagen, dann lösche ich das. Das Problem ist, dass ich es halt auch lese. Ne? Das heißt, wenn ich es gelesen habe, dann macht es etwas mit mir. Andererseits bin ich wieder so, dass ich denke, löschen und weg. Und dass ich euch ja damit bestrafe, die gerne schreiben, für die das wichtig ist. Deshalb, wenn ihr mal an einem Tag keine Kommentare schreiben könnt, dann denkt an mich, dass ich das eben abgestellt habe mit Absicht, weil es mir jetzt an dem Tag nicht danach war, sonntags, mittags irgendwelche Diskussionen zu beginnen. Wir machen es einfach so, dass ich mir das erlaube, an einem Tag, wo ich denke, heute nicht die Kommentare abzuschalten. Und ihr wisst dann einfach Bescheid, dass die für den Tag eben deshalb nicht da sind. Jetzt haben wir den Engel der Ehrlichkeit. Ich habe euch das heute ehrlich gesagt.
Okay, dein Engel rät dir offen und ehrlich zu dir und deinen Mitmenschen zu sein. Wer aufrichtig ist, strahlt Integrität aus und zeigt, dass man nichts zu verbergen hat. So werden andere deine Art zu schätzen wissen und auch offen und ehrlich auf dich zugehen. Schöne Legung. Ja, man könnte ja auch jeden Kommentar ausdiskutieren, da habe ich keine Lust dazu. Das hat mit nicht kritikfähig zu sein, nichts zu tun, weil wenn ich sowas beantworten will, da kommen wir ja auf einen endlosen Dialog und dafür habe ich weder Zeit noch Nerven und ich bin es ja auch niemand schuldig. Okay, ihr Lieben, das war das Wort zum Sonntag. Es sprach Frau Zimmermann. Bis heute Mittag 15 Uhr könnt ihr dann die Legung für die Sternzeichen abholen. Ich drücke euch, bis bald.